Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Ich bin hier bei Fortis eingeladen worden, um euch die neue Fliegerkollektion vorzustellen. Und heute geht es um die Dreizeiger-Varianten F39 und F41. Diese Uhren sind, glaube ich, meine Lieblingsmodelle aus diesem gesamten Line-Up. Ihr wisst ja, Fortis ist bekannt dafür, relativ große Toolwatches zu machen. Und ihr wisst auch, dass ich Fan bin von kleineren Uhren. Und deswegen ist das wirklich wie Faust aufs Auge für mich, weil ich liebe Toolwatches und ich liebe kleinere Uhren. Und die F39 heißt so, weil sie 39 mm im Durchmesser hat und das passt einfach perfekt für mich. Ich würde einfach mal mit dem Gehäuse starten. Das ist nämlich relativ unspektakulär, obwohl das neu designt ist. Wir haben hier nämlich relativ lange Bandanstöße. Das führt nämlich dazu, dass die Uhr, obwohl sie nominell nur 39 mm im Durchmesser hat, etwas größer trägt, aber gleichzeitig auch nicht zu groß ist für kleine Handgelenke. Das heißt, für mich passt die Uhr einfach perfekt auf den Arm, aber wenn ihr jetzt auch ein größeres Handgelenk habt, ist das prinzipiell kein Problem, weil die Bandanstöße da ein bisschen was mitnehmen sozusagen an Präsenz. Das Gehäuse ist komplett satiniert und trägt sozusagen diesen Toolwatch-Flair einfach mit. Die Lünette hat eine 12-Stunden-Rasterung und die rastet so sauber ein, wie ich das echt bis jetzt nur bei wenig Uhren gesehen habe. Es ist genau auf der 12. Es ist nicht ein bisschen daneben, nicht ein bisschen davor oder danach. Es ist punktgenau auf der 12. Und das Coole ist, damit könnt ihr halt eine zweite Zeitzone tracken, ohne dass ihr eigentlich hier eine GMT-Funktion habt. Und das ist schon viel wert, finde ich. Das Ziffernblatt ist im ersten Moment relativ simpel, aber wenn ihr genauer reinschaut, merkt ihr, dass da schon ziemlich viel Liebe im Detail ist. Also erstens ist es dreistufig, dadurch kriegt ihr so eine Dreidimensionalität rein. In der Mitte haben wir das jetzt sehr große und präsente Fortis-Logo, das finde ich ziemlich cool. Dann haben wir den etwas erhobenen Außenring, der Minutenring, und da drauf sind diese Lume Bricks. Also das sind eigentlich keine applizierten Indizes, sondern die Indizes sind Lume. I am the Senate. Und die sind nicht einfach nur gezeichnet, die sind wirklich draufgesetzt, dreidimensional sozusagen. Und Fortis verfolgt in dieser gesamten Kollektion ein bestimmtes Motto, nämlich die Funktionen sind in Orange gehalten. Funktionen heißt in dem Fall hier, weil die Uhr ist Automatik und Dreizeiger, der Sekundenzeiger ist orange, der Automatikschriftzug ist orange, das Datumsfenster ist orange umrandet und ihr habt natürlich das Signature Synchro Line oben auf 12 Uhr. Das dient dazu, dass ihr oben plus minus 5 Sekunden Zeit habt sozusagen, ein Synchronisationsfenster, damit sich Flugzeuge, wenn sie synchron fliegen, einander synchronisieren können sozusagen. Das Band ist das typische Fortis-Band. Es ist sehr charakteristisch und es hat viel Wiedererkennungswert. Ich persönlich fände es cooler, wenn es ein bisschen größere Glieder hätte, ehrlich gesagt, aber so ist es halt auch sehr bequem, das muss man auch sagen. Die Schließe ist komplett neu entwickelt von Fortis. Ihr habt hier eine Doppelschließe, das heißt, das ist jetzt nicht mehr dieser typische Klappmechanismus, wie man ihn kennt, sondern ihr habt wirklich eine sichere Doppelschließe. Es ist auch kein einfaches Blech mehr in der Mitte, sondern es ist wirklich dickes Metall. Und das Coole ist, ihr habt jetzt hier auch eine Mikroeinstellmöglichkeit. Das zieht sich auch durch alle Modelle in dieser neuen Fliegerkollektion. Und das ist, finde ich, ein Muss für jede moderne Uhr, ganz ehrlich. Und ihr könnt die Uhr sehr, sehr fein einstellen, so passt sie so ziemlich auf jedes Handgelenk im Sommer und im Winter. Das Werk ist hier ein relativ einfaches Dreizeigerwerk mit Datum. Es ist jetzt nichts over the top Besonderes, aber muss es auch nicht, weil es ist eine Toolwatch und dieses Werk funktioniert und es wird noch sehr, sehr lange funktionieren. Was ich cool finde, ist, dass wir keinen offenen Gehäusedeckel haben. Also wir sehen das Werk nicht durch, brauchen wir nicht. Das Werk ist eigentlich nicht der Star der Show bei dieser Uhr. Alles in allem muss ich sagen, ich finde die 39 mm echt cool und es ist endlich mal bei mir wirklich so ein echtes Willhaben-Gefühl. Was ich halt bei den großen Uhren nicht direkt hatte, weil die Uhren per se super waren, aber mir einfach zu groß. Und jetzt ist halt wirklich so, dass ich sage, okay, die Uhr ist echt cool. Und durch dieses Orange und durch das Grün hat die halt echt nochmal so einen Charakter, wie ihr ihn halt, ja, eigentlich nirgendwo anders bekommt als bei Fortis. Wenn ihr da mit einem UV-Licht draufstrahlt, leuchtet das Ding wie ein Weihnachtsbaum. Für alle, denen die 39 mm ein bisschen zu klein ist, bietet Fortis halt auch die 41 mm Variante an. Ist auch eine sehr, sehr schöne Größe. Es ist im Prinzip die identische Uhr, gleiche Proportionen, nur einen Ticken größer. Könnte ich sogar auch tragen. Passt mir sogar vom Ziffernblatt her besser, aber hier sind halt die Bandanstöße ein bisschen zu lang für mich. Also bei mir ist es halt 100% die 39 mm. Diese Uhr hat nämlich auch noch eine geheime Sonderedition sozusagen, aber dazu gibt es dann mehr in einem weiteren Video. So Leute, ich hoffe, euch hat die kurze Vorstellung von der Fortis Dreizeiger F39 und der F41 gefallen. Lasst mir sehr gerne Likes und Abos da. Lasst mich wissen, wie findet ihr eigentlich das neue Fortis, diese Reinterpretation der Marke und eben die erste ganz neue Kollektion, die Fliegerkollektion. Lasst mich wissen in den Kommentaren und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.